Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Heute geht es um die hier, und zwar sind das selbstgebaute Zeltheringe aus Buchenholz. Und zwar hatte ich bei den letzten Biwaks im Schwarzwald, wie auch bei der Wintertour, immer Probleme, dass die Heringe im Boden halten. Und wir hatten kaum Möglichkeiten, welche zu schnitzen, weil das ganze Holz sehr morsch war. Normalerweise nehme ich immer hier diese Aluminium-Zeltheringe. Die sind für harte Böden sehr gut geeignet, aber sobald es ein bisschen weicher wird, sind die natürlich viel zu schwach. Die andere brauchbare Alternative wären die guten alten BW-Zeltheringe aus Aluminium, aber die sind doch recht schwer und sie haben auch folgenden Nachteil: die bilden dann irgendwann hier gerade an den Seiten das Aluminium. Und das kann sein, dass euch das in den Rucksack schneidet. Also die sind mir immer ein bisschen zu groß gewesen, deswegen habe ich die eigentlich selten mitgehabt. Aus der Erfahrung von den letzten Jahren, was mich immer so gestört hat bei den Zeltheringen, habe ich dann beschlossen, mir selber welche zu bauen, selbst welche zu entwickeln. Und rausgekommen ist dann das hier. Das ist der BW Zelthering, es hat also fast die gleiche Größe. Und mein Hering ist aber aus gehärteten, geölten Buchenholz und ist auch um einiges leichter. Also der BW Zelthering hier, der wiegt 55 Gramm und mein Hering inklusive diesem Paracord hier hinten dran wiegt 33 Gramm. Des Weiteren habe ich jetzt auch noch geänderte Schnüre zum Abspannen gemacht dazu, weil es hat folgenden Hintergrund. Ich bin dann auf die Idee gekommen, über meine Bushcraft-Spanner, mach das mal schnell hier, die Zeltlein zu spannen in Kombination mit den Heringen. Mach mal schnell eine Schlaufe hier für den Spanner. So, okay. Bei dem Bushcraft Seilspanner war es ja ein Seil und dann kam hier der Spanner durch und man konnte spannen. Und ich habe mir jetzt überlegt, ja, warum muss es denn überhaupt ein Seil sein? Du kannst ja das genauso gut in der Lasche machen vom Hering. Das heißt, ich habe mir jetzt hier eine richtig schöne Paracord-Schlaufe rangemacht, eine stabile. Und da kann man dann gleich mit dem Stück Paracord vom Tarp hier einhaken und kann direkt spannen. Also es ist eigentlich schon ein komplettes Spannsystem. Aussehen tut der Hering so. Der ist 25 cm lang, ist gefertigt aus 15 mm Buchenholz. Hier seht ihr so eine Riffeln, das erkläre ich gleich noch. Und auf der Seite ist er abgeflacht. Das hat den Hintergrund, das ist die Seite, die zum Tarp geht, dass hier mehr Druck auf die Erde ausgeübt wird, also die nicht so auseinandergedrückt wird wie bei einer runden Seite und der Hering mehr Stabilität bekommt. Oben an der Spitze ist nochmal so eine Aluminiumhülse. Die dient einfach dafür, dass der Hering nicht splittert, wenn man mit der Axt draufhaut, und gibt ihm noch Stabilität. Sollte sich der Hering nicht ganz einschlagen lassen, habe ich hier so eine halbrunden Riffeln gemacht, die sich auch sehr gut reinigen lassen, wenn man den Hering wieder rauszieht. Und mal angenommen, der Hering lässt sich nur bis hierhin einschlagen, habt ihr immer noch hier eine Stelle, wo das Paracord zum Tarp einhakt und euch nicht überrutscht. Und das habt ihr eben je nach Tiefe mehrfach. Das heißt, ihr könnt immer das Paracord an der passenden Stelle befestigen. Oben habe ich dann nochmal ein richtig schönes Stück Paracord befestigt. Da kann man den Hering dann richtig rausziehen. Oder auch mit dem zweiten, da habt ihr also richtig Zug drauf. Und außerdem dient es auch gleich dafür, wenn ihr jetzt den Hering einschlagt und der ist einfach nicht fest genug, dass er sich lose zieht, sind die praktisch anreibbar und haben das Paracord schon von Hause aus mit. Das heißt, ihr könnt dann hier den zweiten, dritten, vierten reinschlagen, so bis es fest ist. Die Paracord-Spanner habe ich so gemacht, dass ich auf der einen Seite hier eine Schlaufe habe. Das heißt, ich kann entweder hier ganz einfach direkt um den Hering oder ich kann mit dem Holz durch die Lasche vom Tarp und muss da nicht knoten. Und auf dem anderen Ende
habe ich einfach nur den Spanner mit dem Stopperknoten und da kann man dann das Paracord direkt am Hering spannen. Gebaut habe ich mir von den Heringen 8 Stück insgesamt. Ein paar habe ich jetzt natürlich hier für den Tarpaufbau gebraucht. Die habe ich mir hier schön in so eine Wachstuchtasche gemacht. Da kann man dann vorne zuziehen hier. Und das Praktische ist, es hat gleich noch eine Halterung hier für einen Gürtel. Da kann man die sich schön an den Gürtel machen und je nach Bedarf beim Aufbau einfach rausziehen. Ja, in Zukunft werde ich trotzdem noch die kleinen Aluminiumheringe mitnehmen für die harten Böden. Dann brauche ich natürlich nicht die Holzheringe da mit Gewalt reinschlagen. Und sonst nehme ich aber die Holzheringe, die neuen, die selbstgemachten Bushcraft-Heringe, weil die halten einfach besser, die sind größer und ich kann natürlich viel einfacher spannen. Ja, zum Bau habe ich euch noch ein Video gemacht im Bastelkeller. Das habe ich alles mitgefilmt, das zeige ich euch jetzt im Anschluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle von euch verabschieden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Detlef. Tschüss, ciao. Ja, wie ihr seht, bin ich jetzt in meiner Werkstatt und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie man diese Bushcraft-Heringe baut. Die Heringe bestehen aus einem 15 mm Buchenrundholz und den Schlag- und Splitterschutz hinten, den habe ich aus einem 16 mm Aluminiumrohr gefertigt. Aus diesem 1 Meter Stück bekomme ich 4 Heringe und zwar ist jeder Hering 25 cm lang. Somit komme ich natürlich auf die Gesamtlänge von 1 Meter. Als erstes habe ich das Buchenrundholz in der Mitte geteilt bei 50 cm. Schnell anzeichnen. Bei den beiden entstandenen Stücken zeichne ich jetzt wieder die Hälfte ein, also in dem Falle hier 25 cm. Das andere hier auch. So, und das ist wieder die Mitte und das sind die Länge von unseren Heringen. Die Stücke sägen wir allerdings nicht gerade ab, sondern schräg. Deswegen bin ich hier auch ein Stück vom Schraubstock weg, dass die Säge noch Platz hat, dass man schräg sägen kann. Hier ist jetzt unsere Markierung für die Hälfte und ich säge jetzt so 45 Grad oder schräger mit der Säge ein, dann haben wir nämlich schon gleich unsere Spitze angeschrägt und müssen nicht mehr so viel feilen. So, einen Winkel habe ich und jetzt noch das Ganze von der anderen Richtung. Jetzt sehen wir hier wieder die Mitte. Und dann säge ich immer im Wechsel, bis ich fast durch bin. So. Mal. Und jetzt sehe ich hier noch nach. Und das gleiche hier noch mal bei dem anderen. So, und schon haben wir zwei angespitzte Hälften.
Das Ganze habe ich jetzt mit der anderen Hälfte auch noch gemacht und habe jetzt hier praktisch 4 Heringe bekommen, die vorne schon alle angeschrägt sind. Da können wir nachher mit der Raspel schön feilen. Das nächste, was ich jetzt natürlich brauche, ist hinten dieser Splitterschutz, weil wenn ich hier permanent mit dem Hammer drauf hau, wird das Holz irgendwann nach außen wegsplittern. Und ich habe es so gelöst, ich habe einfach ein Aluminiumrohr in der fast gleichen Stärke gekauft. Das sind jetzt hier in dem Falle 16 mm. Und das kommt dann hier hinten drauf, damit das Holz ein bisschen geschützt ist beim Schlagen. Dann zeichne ich mal die 2 cm an. Das wäre hier. Das Rohr kann man jetzt ganz normal mit der Säge abschneiden oder wie ich hier mit einem Rohrschneider abtrennen. Das macht sich natürlich besser. Ich habe den Rohrschneider schon angesetzt, der ist jetzt bei 2 cm. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur noch drehen und immer wieder die Schraube nachziehen. Nun schneidet er sich hier immer tiefer rein. Irgendwann ist das Rohrstück ab. Durch den Rohrschneider hat sich jetzt hier ein leichter Grat gebildet. Also das Aluminium ist hier so leicht nach innen gedrückt. Das heißt, hier kann man das nicht so direkt über das Holz schieben. Man muss es jetzt erst ein wenig abfeilen und innen drin den Grat wegnehmen, damit das Stück schön über den Hering passt. Wichtig ist auch, den äußeren Grat wegzunehmen, damit der Hering euch nicht die Tasche kaputt macht, nicht dass da noch ein feiner Metallgrat steht. So, jetzt ist es richtig schön abgeflacht. Ja, hier ist noch ein bisschen und dann sind die Hülsen fertig. Jetzt haben wir die Schlagschutzhülsen aus Aluminium fertig. Die müssen natürlich jetzt hier auf den Hering. Das ist auch noch wichtig, dass das Aluminiumrohr vom Durchmesser so klein ist, dass es hier nicht direkt auf den Buchenholzstift geht, weil wir wollen es ja festklemmen oder festpressen. Und das heißt, ich schleife jetzt hier mit der Feile ringsum das Holz ein bisschen weg, bis die Hülse so gerade da drauf passt und schlage die dann auf. Zum Anpassen von dem Durchmesser nehme ich einfach eine Feile. Die hat ja auf der einen Seite hier immer eine geribbelte Seite, wo sie abträgt. Und hier auf der anderen Seite ist sie flach. Und ich mache es dann so, ich lege die Feile genau auf die Breite an. Das ist also das Stück hier, was weggeht. Und hier ist die flache Seite und dann könnt ihr hier schön einfeilen. Und nehmt genau die Breite weg. Und wenn sich hier erstmal eine Kante gebildet hat, kann man mit der Feile schön so drumherum arbeiten. Am Anfang nehme ich aber meistens erst die andere Seite und mache mir hier erstmal einen Grat. So, seht das? Dass es hier hält und dann komme ich mit der Seite und feile das hier weg. So, und hier sieht man schon die Kante und dann drehe ich das einfach wieder ein Stück, klemme es wieder fest. Und zur Unterstützung habe ich auch noch einen Tipp. Wenn er das nicht verrutscht, könnt ihr euch dann hier wirklich die Breite nehmen und so ein Stück Holz hier als Anschlag nehmen. Und dann könnt ihr so drumherum arbeiten. Wie man sieht, trägt sich jetzt hier schon ab. So, den Rest mache ich dann noch mal mit einer kleineren Feile. Passt das noch mal ein bisschen an. Das ist noch kleine Schlüsselfeile.
guckt, dass es so rund wie möglich wird. Ja, dann machen wir mal einen Test. Schauen wir mal. Ja, die Hülse passt. Das sieht gut aus. Jetzt nehmen wir einen Hammer und hauen die da drauf. Super. Die Aluminiumhülse sitzt jetzt fest auf. Die hat sich schön verpresst. Das Einzige, was jetzt noch ist, hier hinten, mal sehen, ob die Kamera scharf stellt. Hier ist noch ein bisschen, die Hülse ist etwas länger. Die muss jetzt noch abgefeilt werden. Dann nehme ich erst eine grobe Feile und dann feile ich es mit der Schlüsselfeile plan. Jetzt ist die Oberfläche hier schön plan, ist richtig schön glatt. Okay, soweit so gut. Jetzt haben wir hier schon den Schlagschutz drauf. Das nächste, was ich jetzt mache, ist hier vorne die Spitze vom Hering. Dazu zeichne ich mir hier einen Abstand von 3,5 cm ein. 3,5 und zwar auf jeder Seite, dass wir uns besser orientieren können. Weil wir wollen ja jetzt den Hering zuspitzen, dass ich auf die gleiche Schräge und gleiche Länge komme. Das mache ich jetzt also auf jeder Seite hier die Markierung. Wichtig dabei ist auch, dass er hier beachtet, hier ist ja schon die Schräge vorgegeben. Der wird ja viereckig, dass die Markierungen dann auch so sind, dass er die seht beim Feilen. Und der letzte. So, alle 4 Seiten markiert. Und jetzt kann man mit der Feile hier runterarbeiten und den Hering jeweils zuspitzen. Des Weiteren habe ich hier noch mit dem Bleistift eine Mittelmarkierung gemacht. Das ist dann so eine kleine Hilfe beim Feilen nachher, dass wir auch wirklich die Mitte treffen. Abtragen tue ich das Ganze mit einer Holzraspel zum Anfang und danach werde ich dann feiner und nehme wieder die normale Metallfeile. Jetzt haben wir eine richtig schöne Spitze bekommen hier. Schön gleichmäßig geworden sogar. Da vorne das Reststück, das mache ich dann noch mit Schleifpapier so ein bisschen rund, dass der Hering im Boden nicht auseinanderspaltet und splittert, und wird noch ein bisschen geschliffen. Aber jetzt machen wir erstmal noch die andere Seite. Abstand von hier oben so circa 5 cm zeichne ich mir einen Strich ein. Wichtig hierbei ist, dass die flache Seite hier oben ist. Hier ist der Strich, den ich eben eingezeichnet habe.
Und die Seite, die werden wir jetzt mit der Raspel abflachen, damit der Hering im Boden mehr Halt bekommt und die Erde nicht so auseinanderdrücken kann, sondern hier schön flach ist. Hier auch wieder die gleichen Arbeitsschritte. Erst nehme ich eine Raspel, eine flache, und dann zum Schluss werde ich wieder feiner und nehme wieder diese Flachpfeile. Hier am Ende drücke ich nicht ganz so stark auf, damit es hier eine Rundung gibt, damit die Schräge ausläuft. Das sieht schon mal gut aus und jetzt kommt noch der Feinschliff mit dem Schmirgelpapier. Hier ist unser Hering. Sieht soweit erstmal gut aus. Als nächstes bohre ich jetzt das Loch fürs Paracord. Wichtig dabei ist, dass ihr nicht hier bohrt, wo die flache Seite ist, sondern genau diagonal dazu. Ich spanne ihn gleich mal so ein. Und dann ist es von hier oben vom Endstück 3 cm, das heißt 1 cm unter der Hülse. Ich steche das mal an, damit uns der Bohrer da nicht auswandert. So. Und dann bohre ich ein Loch 5 mm. Nun noch das Ganze ein bisschen entgraden, dass das Paracord sich da nicht durchscheuert, wenn man dran zieht und wirkt. Den Rest mache ich zum Schluss mit Schleifpapier. Das sieht gut aus. Okay, dann haben wir das Loch fürs Paracord auch schon. Okay, fast fertig. Jetzt müssen noch die Riveln hier hinten rein, damit das Paracord nicht abrutscht, wenn man den Hering nicht ganz in den Boden bekommt. Und zwar müssen die Riveln auf die gegenüberliegende Seite von der flachen Seite, weil das ist ja die Seite, die zum Tab geht, und hier liegt das Paracord auf. Dafür spanne ich den Hering mit dem Rücken nach oben ein. Eine kleine Hilfe ist noch, wenn man sich hier hinten was durchsteckt, dann kann man das genau ausrichten, dass die Rückseite auch ganz genau oben ist. Als nächstes markiere ich jetzt die Stellen, wo die Riffeln hin müssen. Ich fange oben an mit 4 cm und dann gehe ich alle 2 cm
runter, 4, 8, 10 bis zur 12. So, da haben wir unsere Stellen, wo die Rieseln rein müssen. Und dann nehme ich ganz einfach die kleine Rundpfeile, feile das an und dann mache ich hier die Kerben rein. Fertig, so sieht das Ganze jetzt aus. Da sind die Rillen für das Paracord, damit es nicht nach oben rutscht. In der Zwischenzeit war ich fleißig. Ich habe jetzt insgesamt 3 Stück angefertigt und jetzt zeige ich euch, wie ich die härte und imprägniere. Ja, wie ihr seht, habe ich einen Trangia angemacht. Ich habe jetzt einen alten Feldflaschenbecher da drauf gestellt. Und zwar werde ich die Heringe in Pflanzenöl, also in dem Fall hier ein Frittier- und Bratöl, weil es sehr hitzebeständig ist, imprägnieren und zwar gleichzeitig auch härten, weil ich die Feuchtigkeit und die Luft mit auskoche und überall das Öl reinzieht. Und das Buchenholz wird dann richtig schön imprägniert und richtig schön fest. So, ich habe hier noch so ein altes BW-Geschirr. Den stelle ich mir noch dahin. Da kann man dann die getauchten Heringe rein, da kann es dann abtropfen. Ja, ich habe mir schon alles hier hingelegt, die Heringe liegen, das Öl wird langsam heiß. Eine Sache hatte ich noch vergessen zu erwähnen, ich habe natürlich alle Heringe nochmal schön geschliffen mit feinem Schleifpapier, weil das geht nachher nicht mehr so gut, weil wenn das erstmal mit Öl vollgesaugt ist, dann verschmiert euch das ganze Schmirgelpapier und auch wenn ihr nachher noch was feilen wollt, das setzt die Feile zu. Ja, wie ich höre, fängt es schon langsam hier an zu kochen. Dann wollen wir mal schauen, ob das Öl schon heiß genug ist, dass wir die Zeltheringe drin tauchen und härten können. Ja, es zischt. Ja, sie fangen leicht an zu kochen. Also man kann es reinstecken. So, machen wir erstmal die eine Seite. Hier sieht man jetzt schön, wie die Luft aus dem Holz kocht, das Öl eindringt. Ihr müsst aber aufpassen, dass das Öl nicht zu heiß wird, sonst habt ihr einen Ölbrand, einen Öl- und Fettbrand. Okay, dann nehme ich die jetzt raus und stecke die mal kurz hier in den Topf zum Abkühlen. Und dann mache ich die andere Seite rein, wenn ich es wieder anfassen kann. Und dann mache ich noch den Kopf von den Heringen. Und das Öl zieht richtig schön in das Holz. So, und dann kommen die hier in den Topf, damit mir das Öl nicht auf den Tisch läuft. Ich habe extra Pflanzenöl genommen, weil die Heringe ja in die Erde kommen und ich wollte da keine Giftstoffe, mineralischen Stoffe, sondern wirklich rein biologisch abbaubares.
Und den Vorteil hat es natürlich auch noch, ihr könnt sie jederzeit wieder einölen, wenn sie langsam nachlassen, und ihr habt was auf die Dauer davon. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob die Dinger schon ein bisschen kalt sind, schon heiß. Und dann nimmt man die einfach hier raus und wischt die mit Küchenrolle ab. Die saugt dann das restliche Öl auf. Ja, noch ganz schön warm, mein lieber Mann. Und vor allen Dingen hier an den Enden, da kommt auch immer noch ein Haufen Öl raus. So, eine, nächste. Wirklich aufpassen. Teilweise, wenn das Aluminium ist sehr heiß, da kann man sich wirklich ganz doll dran verbrennen. So sehen die jetzt aus. Sie sind richtig schön dunkel. Überall ist das Öl richtig reingezogen. Ja, und jetzt fehlt eigentlich nur noch das Paracord. Da werde ich jetzt Paracord auf 40 cm Stücke schneiden. Die kommen hier durch und werden dann verknotet. So, durchziehen, Knoten machen. So, und fertig ist der Hering. Das sind nun die fertigen Heringe. Ich habe mir insgesamt 8 Stück gemacht. Die brauche ich meistens so für meine Tarpaufbauten. Ja, und falls nicht reicht, kann ich immer noch mal einen nachmachen. Ja, das war das Video zu den selbstgebauten Bushcraft-Heringen. Ich sage mal, der Aufwand hält sich noch in Grenzen. Das ist ein schöner Bastelnachmittag. Da habt ihr wunderbare Heringe. Ja, und Holzheringe sind meiner Meinung nach immer noch das Beste. Und natürlich in den meisten Wäldern, oder ich habe es sehr oft, ist halt nur morsches Holz. Und da wird es dann schwierig, Holzheringe zu machen. Und da ist man natürlich mit diesen permanenten Holzheringen definitiv auf der sicheren Seite. Außerdem finde ich, sehen die wirklich schön aus, wertig. Und das Gewicht hält sich auch noch in Grenzen. Also ich denke, ich bin ganz zufrieden mit den Teilen. Wie sie sich jetzt in der Zukunft bewähren werden, werde ich sehen. Aber durch die Imprägnierung und die Härtung dürfte da eigentlich nicht allzu viel passieren. Ja, das war es eigentlich auch schon. Dann würde ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war wieder eine Anregung für den einen oder anderen dabei. Ja, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Detlef. Tschüss. Ciao.